Hallo, liebe Community und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Star Citizen. Die 3.22.1 ist endlich auf dem Live-Server angekommen. Sie bringt uns zwar jetzt nicht viel Neues, aber sie bringt uns sehr viele Hotfixes. Es wurde sehr viel überarbeitet und es müsste eine gute, lauffähige Version sein von der 3.22. Die 3.23 lässt natürlich noch immer auf sich warten, angesichts des Umfangs des Patches ist das auch kein Wunder, denn immerhin erwarten wir den größten Patch, den es bisher in Star Citizen gab. Und dieser wird auch das Spiel, ja, man könnte fast sagen, komplett umschreiben. Besonders was Steuerung und Raumkampf, also Kampf mit den Schiffen betrifft, aber auch was FPS-Kampf, also First-Person-Shooting betrifft, mit der neuen Star-Map und allen drum und dran. Es wird grandios werden. Noch ist sie nicht auf dem PTO. Ich vermute mal, Anfang März wird das wohl so sein. In den ersten 2 Märzwochen vermute ich den Eintritt auf dem PTO. Und ich werde euch natürlich dann sofort, sobald es in Wave 1 geht, alles zeigen, was es Neues gibt. Ja, die gefixte Version bringt uns, wie gesagt, nichts Neues. Hier hat jemand seine ganze Rüstung entsorgt. Aber sie bringt uns Lauffähigkeit und Stabilität. Die ganzen Missionen sollten jetzt funktionieren, die vorhanden sind. Und es gibt noch ein kleines Update, denn wir werden zwar die persistenten Hangars bekommen, aber was wir nicht bekommen werden, ist, wir können keine Fahrzeuge in diesen Hangars ins Schiff laden. Das ist noch außen vor erstmal. Aber alles andere sollte funktionieren und wird wohl auch funktionieren. Das heißt, Verladen, Waffenwechsel, kosmetische Anpassungen und Fracht werden wir, wie gehabt, über die Hangars in die Schiffe bekommen. Nur halt, wie gesagt, die Fahrzeuge, das wird nachgereicht werden. Ja. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicle select. Your vehicle has been delivered. Please visit us again. Goodbye. Deshalb würde ich sagen, wir gehen auch gleich mal rein ins Verse und starten durch. Und los geht's. Wir sind an unserem ersten Auftragsort angelangt.
hier ein Fahrzeug abholen oder... Ich weiß es nicht. Wir versuchen es erstmal ohne. Ist ja ganz schön was los hier. Weapons online. Mercury. Ist aber auch nicht mein Ziel. Ui, 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 ui. Wie, eine Kontrolle? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Jetzt kontrollieren die mich tatsächlich direkt am Zielort. Ist ja verrückt. Wäre schön, wenn ihr fertig würdet, damit ich mich dem Auftrag widmen kann. Alles sehr seltsam hier. Ein Haufen Schiffe, die hier umherstreifen. Das kenne ich so gar nicht. Öfter mal was Neues. Gut, Helm haben wir auf. Die können wir hier lassen.
2 Schiffe, die hier rumstehen. Da ist irgendein Mannequin oben drauf, kann das sein? Hier. Komisch. Es gefällt mir gar nicht, so unter Aufsicht zu arbeiten. Wow, die Türen gehen sogar noch. Oh, ich habe ihn erwischt. Das Call to Arms funktioniert auch, wie wir sehen. So, was hast du hier bewacht? Ja, so sollte man es nicht tun, wie wir gesehen haben. While Star Citizen aims to offer a first-person universe of possibilities,
At the center of it has always been you and your spaceship. And over the years of development, testing, feedback, and iteration, there have been many changes to the combat and traversal experience. And in the upcoming Alpha 323, the biggest and most anticipated of those makes their presence known with the arrival of Master Modes. And with that comes additional changes to precision targeting, weapon balance, gimbal use, and more. What are Master Modes? So Master Modes is a way for us to really kind of capitalize on what the ships are. Basically, Master Modes are a new game feature that change all the combat experience inside the game. So you have a mode for fighting in and a mode for flying from place to place in. A rework of the flight and combat system to essentially try and solve a lot of the problems that players have had with the flight experience. You can decide if you want to be in full combat mode, or you're just in transit, or you want to get out of a situation as quick as possible. Check fire. Master Mode is the thing that makes ship combat exciting and making sure that the ships that you have in the game perform in the roles that we have envisioned for them. Since CitizenCon, we've been bringing Master Mode into Arena Commander. Progress has been quite good, showing off the new modes and letting people get their hands on it. Collecting the feedback, seeing how players respond to that online, by monitoring how players react on social channels. We've been testing internally a lot. It's a very limited selection of ships, but even so, people seem to like it. So we've taken that feedback and carried on making progress and adapting it all to the rest of the ships as well. We've been watching how players play the game, monitoring analytics, putting it all together and sharing it with the devs who need to see it. How the hell do you go about converting 200 ships to vehicles? Unfortunately, there's only really one way to do it, and that's to not get too intimidated by the number. A team effort. We're just cracking through it, really. The difficult part, of course, especially as a designer, is try to understand the new game dynamics that the game system creates, especially in an environment like the PU, and then try to being able to deliver the proper game experience for every ship with a different tuning. And that's quite difficult, but that's also what is really interesting about bringing up a new feature. So we're moving each individual ship into an archetype, and we're going to rebalance that ship to the archetype as a starting point. And then basically, once that's complete, we're going to add the individuality into each ship. Each ship has been given a full refresh, and we've looked at every ship in the game, assigned them a base archetype so that you know what you're getting into from the get-go. All ships, based on how big they are and what kind of purpose they serve, will get an archetype assigned to them. A typical archetype is a snub fighter. Very, very small, very agile, but it cannot dish out a lot of damage, and it can also not receive a lot of damage before it pops. Light fighter. Very maneuverable, decent weapon loadout, and it's basically there for agility engagements. Medium fighter. Warning. Weapon. Pretty agile for its size, but it has a lot more offensive firepower. Target destroyed. Heavy fighter. They don't maneuver well, but when you happen to be at the front of them, you can die very, very fast. Now, these are basic tuning archetypes that we have for our fighter ships class, and all ships in that size will be assigned to one of these things. However, based on the ship and what the purpose of the ship is, we have variations of that. For example, we have the interceptor variant of these tunings. This is a tuning variation that can apply to any of these archetypes. An interceptor tuning for a ship means that this ship exchanges the agility. With agility, we mean the rotation rate and the lateral strafing accelerations simply for speed. So they will not be able to turn their velocity vector much, they will not be able to rotate much, but they will be very, very fast just going forward. Racing ships are like the base archetype that almost all racers ended up with so far are interceptors, because racers prefer speed over everything else. But you want to pick the right racer for the right track. The other end of the range are our, let's call them fighter bomber tunings. That means we trade agility for
simply durability. On top of the fighters, we just keep going with this. We have gunboats for ships that are constellation-sized. We have corvettes for something like a hammerhead, right? So our hammerhead is, for us, is our anti-fighter corvette. Frigates are basically the biggest ship that players can control in the universe right now. So we're talking Idris, we're talking 890 Jump. I know that players cannot control the Idris, but we're talking ships like the Carrack. Those are frigates, really, really big ones, but also they will have variations in their tuning based on the brand and what the purpose of the ship is. So these are very big changes that are coming, but the main takeaway is that these archetypes are just reference frames for the type of tuning you want to give a ship. It does not mean that every ship that you have in the verse will fit a specific archetype. There are ships which are in between. For example, the Saber. Is it a medium or a light fighter? It's somewhere in between. The Cutlass has not the durability of a heavy fighter, has, however, the turret of a heavy fighter, so it's somewhere in between. So there are ships which do not fit exactly into these frames. But this is the beauty of it, because these ships, we can make them fit anywhere where they want. We just need to make sure that the balance between them is right. Not everything fits in a box, and it would be very boring if it did. Precision targeting is a new way of aiming at specific parts of a ship. You get the zoomed-in picture of your target, and it allows you to paint over specific components of the ship. So if you want to take out the thrusters, you simply aim towards the thrusters, and your gimbals will make sure the bullet lands exactly where you're aiming. It's a big rework of the entire target system, with the goal to make it not only fit master modes, but also fit the problems we've had with target in the past, which is to control the weapons and the accuracy. Since master modes is bringing everything closer together, and master modes is slowing everything down, we need to make sure that the weapon speeds are adjusted as well. It will reduce your fire rate, it will therefore decrease the spread, and allow you to be more precise where you hit. Good examples for that is if you want to fire at a ship from very far away and you want to make sure that your shots hit. An even better example is if you have a light fighter and you want to help take down a larger ship. You will not be able to take down the ship by yourself, but you can help other players by crippling the turrets with ballistic cannons, for example, and other subsystems. So that allows you to see better what you're currently targeting. What we're doing is we're bringing all weapons into 3 archetypes. We have the anti-fighter weapons that have higher fire rate and a higher velocity that allows you to hit targets such as a horde of gladiuses. And then we have the anti-material weapons. Anti-material weapons is the one you bring out when you and your friends want to hunt a hammerhead. It's got the highest damage of all the weapons. You want to deal as much damage as possible, but the target is big and it moves slow, so you don't have to worry as much about actually hitting the target. And then we have unspecialized weapons, which are in between the anti-fighters and the anti-materials. So this is better because it gives you a lot of options on how you want to attack the target. You can just, spray and pray that your shots are going to hit, or you can go into the precision targeting mode, see all the sub-targets that you have available, and then pick out which of these sub-targets you actually want to attack. Next to basically seeing what you're actually hitting, you also just get the stunning view of that big ship that you're targeting, right? Like it's a full screen, zoomed in view on your target. You can see it in all its glory. You can see all the parts you can shoot off. I think it's great. We've been really happy with the results so far. We're seeing a massive difference in the way combat works and what the players are actually doing within combat. And that's been really good to see. There's still some small things we're working on right now to kind of solve, but we're really happy, we're kind of most of the way there at the moment. The next big thing that the new aiming system has is the removal of the so-called N-1 system. That means that when you have a gimbal attached to a ship, the weapon attached to the gimbal goes down one size. At this point in time, after lots of testing, we're pretty confident that we don't want the system anymore. So in the future, if you have a size 3 gimbal on your ship, it will carry a size 3 weapon. But we're actually going further with this, because from 3 to 3 onwards, you will not be able to mount fixed guns on your ship anymore. In addition to that, all the turrets, however, will get gimbals. So this is a requirement because of precision aiming mode, because the precision aiming mode we also want to be able to use on turrets, and we need a way to make the bullets fly where we want them to fly without cheating. So this means all turrets, they will get gimbals on their guns so they can properly lead. But to still keep turrets more powerful
in terms of their weapon employing capabilities, and also because turrets cannot just, jump on the way out of the way. The auto gimbal mode will be something that's exclusively available to turrets. So pilots will still be able to manually gimbal their weapons with, either tying it to their controls or by looking around. But only turrets will be able to use the auto gimbal system because turrets are supposed to be very, very dangerous. And so players just have the choice how to apply the damage the best. However, because auto gimbaling is also in assisted mode, it will come with a reduction in fire rate, just to keep things fair. So the feedback, it has been going pretty well. We've been really happy with working with the community who's been playing this to kind of fine-tune it and make the changes needed, and we have made a lot of changes based upon these feedback. Most of the feedback that we've been getting has been pretty positive around Squadron Battle, where there's some pretty good group combat dynamics players are reporting positively on. There's some really cool gameplay emerging, such as how players evade now is quite different. You have to drop chaff, break your target lock, break away, find your opportunity to break away from your pursuing ship. What we can see at the moment is that players are very happy with squadron battles. Players are not very happy with the 1v1, so this is more an area where we have to improve. Of course, there are some very detailed feedbacks about some tuning choices, how we should make some type of archetypes better rather than not. But in general, it's going to be mostly appreciated. The players are really enjoying the different roles that we've got. The interceptors are quite successful. There's been some pretty good feedback around the Buccaneer. We've probably still got a little bit of work to do around the Lightfire class and 1v1s, but other than that, it's been pretty good. It means you can stay closer. You are much more in control of staying in a closer formation with other people that you're playing with. When we do our regular playtests, we can actually fly in our own version of a formation, and we can track targets without being several kilometers off each other. That's your version of a formation. Our version of a formation is generally, if we can see each other still and we're not accidentally shooting each other, I'd consider that a good formation. I'm not sure that's the textbook definition of formation. I can see you and not crash into you. That's not a formation, Josh. It's a win if at least two of the four of us manage to make it away in one piece without any friendly fire incidents. So the thing that excites me the most about Master Modes is if you just watch the footage of players dogfighting at the minute, you can really see how close all of those ships are, and it just feels so much more cinematic. It's really about the foundation of the whole flight experience moving forward, because I fully understand that this isn't a game just about combat. We want to communicate that players who want to do combat, they'll go into the Master Mode for combat. But if you want to go from A to B, you've now got a mode where you can do that without being harassed as much. So that's going to be a big plus for the game. It's leveling the playing field a little bit more now. As we slowly breathe more life into each one of these ships, you're going to know this ship like the back of your hand. People seem to like how much more frantic and intimate all the fights are in the Arena Commander testing that we've done so far. And I'm looking forward to hearing people's thoughts once we've rolled it out across all the ships. Not everything that isn't 323 you can see already in the Master Mode, AC mode. There's a lot more stuff coming, especially to weapon treatment, how we use capacitors, etc. But overall, based on the feedback that we got so far and also from increasing player numbers, we're pretty confident that we're on the right track. So Master Modes and the gunnery system and the whole combat experience is a huge undertaking for us, and we cannot do it without you. So we want you to play it. We need your feedback. Be honest, tell us what you don't like. Please also tell us what you like, so we can make all this space combat game great together. So what did we learn this week? Well, we learned that with Master Modes comes a rebalancing of ship performance into dedicated archetypes. That these archetypes are simply where tunings start and will be grown from to ensure that each ship and vehicle provides a unique experience going forward. And that precision targeting, weapon gimbal, and balance changes all combine with Master Modes to provide a more involved, visceral combat experience for pilots when they arrive in the upcoming Alpha 323. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you, and we'll see you all here next week. Nothing on Yaman! Nope.
So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Die Mission hatte ich zwar erfüllt, aber naja, ihr habt es ja gesehen, ich bin gestorben. Ich bin dann über den Taskmanager raus, habe jetzt neu gestartet und habe tatsächlich meine Ausrüstung behalten, wie ihr seht. Ne, wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn sie weg gewesen wäre, aber sie ist vollständig da. Einziges, ich musste natürlich mein Schiff claimen. Das funktionierte im ersten Moment leider gar nicht. Nachdem ich aber nochmal neu gestartet habe, das Spiel, im zweiten Anlauf konnte ich es claimen. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Wie ihr seht, es läuft. Mein Inventar ist auch vollständig erhalten, wie ihr seht. Ja, es ist alles noch da, so wie ich da im Downstate war. It takes all of us working together to keep our corps safe and secure. Be vigilant and report possible threats every time. Hat mir jetzt ein bisschen Einkaufszeit gespart. Mit der 323 können wir ja unsere Echtgeld-Items und Subscriber-Items quasi zurückholen. Wie sie es lösen werden, weiß ich noch nicht. Ob es das dann an den normalen Verkaufsterminals gegen Ingame-Geld quasi einfach zurückkaufbar ist, dass das zwischen den normalen Sachen mit dazwischen ist. Oder sie werden ein extra Terminal in die persistenten Hangars bringen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wäre wohl auch die einfachste Möglichkeit, eine extra Konsole dafür in die Hangars zu stellen. Ansonsten läuft die 322.1 sehr gut. Also sie ist sehr stabil, wenig Bugs. Eigentlich funktioniert sie sehr gut. Ein sehr stabiler Hotfix. Aber das konnte ich ja auch schon auf dem EPTU testen. Ach ja, so ein Ding wollte ich noch mitnehmen. Das, was ich reingestellt hatte, ist natürlich durch das Claimen weg. Das wäre cool, wenn sie das auch noch speichern könnten. Dass du beim Claimen das Schiff so zurückkriegst, wie du es verlassen hast. Das wäre natürlich nice.
Ich meine, die Items müssen sie ja sowieso irgendwo gespeichert haben. Dass da ein Gewehr im Gewehrständer ist und so. Also das dürfte nicht allzu schwer sein, das auch persistent zu machen, sage ich mal. Launch complete. Overhead impact warning. Was steht denn da? Thank you, and please visit again. Eine 890 Jump. Direkt hier vorne geparkt. Er muss auch noch mal gucken. Gute Reise, mein Freund. Weapons online. Landing gear up. Das hatten wir doch glatt wieder vergessen. Das könnte dann natürlich, wenn das Ingenieurs-Gameplay und Abnutzung und so alles mit dabei ist bei den Schiffen, könnte das ein Problem sein, wenn man das vergisst. Es könnte dann tatsächlich passieren, dass es kaputt geht. Oder Schaden nimmt zumindest. Wenn ihr in den Quantum Drive reingeht und das Ding ist noch ausgefahren, das Fahrwerk. Ja, was hatten wir zuletzt gemacht? Zuletzt hatten wir Moment, wir waren, glaube ich, dahin gereist und hatten da auf der Station raffiniert, wenn mich nicht alles täuscht. Das war so das Letzte, was wir auf dem Live gemacht haben, gemeinsam. Bin ich mal gespannt, ob nach dem Hotfix beziehungsweise Update meine Waren noch gespeichert sind. Es waren nicht viel, es waren glaube ich 3 Prospector, die ich dahin gebracht hatte, insgesamt. Und da sind wir auch schon da. Fast. 1 Million Kilometer ungefähr noch. Oder? Kann man schlecht sehen.
Da ist sie, die Station L1. Die Grafik ist schon der Hammer. Und alles drumherum natürlich auch. Das kann man immer wieder genießen. Thank you, and please visit again. Please proceed to assigned landing bay. Die Master Modes werden das Spiel auch nochmal richtig verändern. Landing complete. Das wird ein völlig neues Spielgefühl werden. Aber kein schlechtes. Es wird anders sein. Und ich finde, es wird auch besser sein. Ach, den hätten wir eigentlich in der Zwischenzeit mal ablegen können. Egal. So, sehr gespannt, ob meine Waren noch vollständig vorhanden sind. Die Schiffe waren es übrigens, ja, alle. Seht ihr hier auch, das war das Subscriber-Schiff für diesen Monat, die Arrow. Und die anderen hatte ich mir alle gekauft. Das ist meine eigene, das ist meine eigene und das ist meine eigene. Und die anderen sind in-game gekauft. Die anderen 3. Mein Guthaben beläuft sich immer noch auf 9.900.000. Daran hat sich nichts geändert. Ich habe auch keine Transporte mehr gemacht zwischendurch oder so. Nur die Trainingsmission, Bounty Hunting, die Tausender, also die 500er und die Tausender, also die ersten 2 Missionen habe ich da gemacht.
dadurch konnte ich ja auch diese Mission vom Anfang frei spielen. Ne? Sonst hätte ich die ja nicht gehabt. Also die Terminals laufen. Das ist schon mal sehr schön. Dann laufen die an den anderen Orten bestimmt auch wieder. Und mein Staune, meine Ware ist weg. W wie weg, G wie ganz weg. Ja. Ich hatte sie hier runtergebracht, weil die Terminals an QL1 Stationen nicht funktionierten. Das funktioniert anscheinend alles wieder. Auch hier funktionierte nur noch ein einziges, übrigens. Läuft aber auch ein bisschen komisch. Auf jeden Fall habt ihr jetzt auch diese Mörder-KI mit dabei, wenn ihr Bunker macht. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Goodbye. Seid da vorsichtig. Die Jungs sind echt fix. Ihr habt es ja gesehen, bei meiner Mission eben, aus was für einer Entfernung der schon auf mich geschossen hat. Ich habe mich auch ein bisschen dumm angestellt. Zudem hätte ich bedenken sollen, dass ich nur eine mittlere Rüstung trage, also keine schwere Rüstung. Wenn ich das bedacht hätte, wäre ich dort in Deckung geblieben und hätte weiter aus der Distanz gefeuert. Munition hatte ich genug, von daher... Bei sowas ist es immer ganz gut, wenn man zu zweit ist. Dann kann der eine Sperrfeuer geben aus der Distanz und der andere kann sich irgendwie ranschleichen von Deckung zu Deckung und ihn dann ausschalten. You are clear to launch. Aber alleine bist du halt auf dieses Sperrfeuer begrenzt. Ne? Es sei denn, du hast ein Scharfschützengewehr dabei. Dann läuft das auch nochmal anders. Ja, das wäre echt cool, wenn die Ausrüstung mitgespeichert würde und dass man das beim Claimen... Jetzt gucke ich hier nochmal, ob ich hier noch was hatte. In der Raffinerie vielleicht, aber ich glaube nicht. Will nicht. Zu nah an der Station wahrscheinlich. Nein, QL1 war's. Ja, jetzt geht's.
können wir hier reinstellen. Ne, wäre eigentlich kein Problem, das mitzuspeichern und beim Claimen einfach mit zurückzuliefern. Das würde ja viel Ärger ersparen. Und viel Arbeit. Gespeichert würde das ja sowieso. Ich meine, gespeichert wird es sowieso. Ja, da gibt es ja keinen Unterschied. Weil, wenn ich das Schiff store und dann wiederhole, auch wenn ich mal ausgeloggt war, sind alle Gewehre und andere Multifunktionsgeräte immer noch da, wo sie waren. Ja. Also wird es ja schon gespeichert. Man müsste das halt nur noch auf Persistenz machen, dass auch beim Claimen das mit dabei wäre. Finde ich eine sehr große Erleichterung. Hat zwar nicht viel mit der Realität zu tun, sage ich mal, aber ist halt nicht so realistisch. Wäre aber eine echte Erleichterung. Vor allen Dingen eine riesen Zeitersparnis. Und es würde die Leute auch dazu bringen, diese Racks auch regelmäßiger zu nutzen. Weil ich glaube, die wenigsten nutzen die eigentlich. So, das soll es erstmal heute von hier gewesen sein. Ihr habt es gesehen, die Waren wurden nicht gespeichert. Das gleiche wird natürlich für andere Waren gelten, die irgendwo auf Stationen sich befunden haben. Ob ihr die nun eingekauft oder gemeinert habt, die werden wohl weg sein. Aber nicht so schlimm. Es sei denn, wie gesagt, ihr hättet sie im Schiff gehabt, aber nee, auch dann wären die, glaube ich, weg. Weil die Schiffe müssten ja neu geclaimt werden. Die sind ja in diesem übergeordneten Speicher im Moment. Wenn ihr müsst die erst mal abrufen, damit die da sind. Also werden auch die Waren aus den Schiffen wahrscheinlich alle weg sein. Okay. Soweit erstmal von mir. Ich hoffe, wir sehen uns am Dienstag wieder. Dann mit einer Menge Gameplay. Und ihr hattet Spaß. Das ist das Wichtigste. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der 3.22.1, weil sie läuft wirklich sehr, sehr gut und stabil. Ich bin sehr erstaunt und sehr positiv überrascht und ja, schönes Wochenende euch allen noch da draußen. Ciao.